Wir sind Jessie und Roberto und mit unserem Van Jimmy fahren wir die Panamericana. Bisher hat uns unser Van überall hingebracht, wo wir hin wollten. Doch endlich können wir ihm das lang ersehnte Upgrade besorgen, damit er uns noch weiter bringt. So geht es dann auch gleich weiter und wir verbringen einen besonderen Tag auf Kanadas wohl bekanntester Insel. Hallo und willkommen zum neuen Video. Wir haben für morgen einiges vor. Wir wollen eine Fähre nehmen. Davor müssen wir aber noch ein paar Dinge erledigen. Wir sind wieder zurück in Vancouver und haben hier 2 Termine, die wir wahrnehmen müssen. Die müssen klappen, darum fahren wir auch gleich los und als erstes geht's zu Mercedes. Wir sind hier bei der Mercedes angekommen und nein, es ist nichts kaputt. Wir holen hier nur ein paar Pakete ab und was es ist, seht ihr gleich. Hi there. Hi. Hi. I got everything for you guys. Just give me 2 minutes. I got 2 No. minutes to do. First of all, the most important thing is to copy your invoice. Cool. Thank you. Thanks. I'll help you guys. Look. Ja, okay. I'm almost there. Vielleicht ahnt ihr ja schon, was es ist. Schreibt es doch unten in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt, was das sein könnte. Und für uns geht es jetzt zur zweiten Station, Um die Pakete abzugeben. um die Pakete abzugeben. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, die Sicht hier in Vancouver ist gerade ziemlich schlecht. Es gibt hier nämlich seit ein paar Tagen in der Umgebung Waldbrände und die kommen wohl bis hierher, also der Rauch. Und man riecht sogar, es riecht nach Feuer. Und im Radio wurde sogar schon gesagt, dass man nicht rausgehen soll und alle Fenster verschließen oder wenn man halt rausgeht, keinen Sport machen wenigstens. Also es ist schon extrem, wie man es auch riecht. Also es ist, Ja, hätten wir so nicht gedacht. Also bis Also jetzt haben wir es jetzt nicht so extrem gerochen, aber jetzt die letzten 2 Tage war schon ziemlich übel. Also man hat auch ständig einen Halskratzen und ja. Gerade in Vancouver würde man das nicht erwarten. Mal schauen, ob unsere zweite Lieferung angekommen ist. Na, jetzt gehen wir mal rein. Ja, mittlerweile habt ihr ja verstanden, wo wir sind. Und wir werden nicht nur unsere Reifen wechseln, sondern die machen auch gleich die Bremsen. Bremsscheiben, Bremsklötze. Ja. Und dann ist Jimmy richtig ready für den Rest der Panamericana. Hoffe ich mal. Oder? Ja, wenn es so einfach ist, ist super. Die Bremsscheiben und die Bremsklötze hatten wir schon aus Prag mitgenommen. Ja, wir wussten, dass wir die bald machen müssen und ja, jetzt kombinieren wir alles und dann ist auch mal ein bisschen Gewicht aus dem Fahrzeug raus. Wow. Oh, ist ziemlich schwer, die Dinger. Oh. Bevor es mit dem Video weitergeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor CyberGhost bedanken.
Da wir in unserem Alltag, aber auch beim Arbeiten sehr oft auf öffentliches Internet angewiesen sind, möchten wir uns vergewissern, dass unsere Verbindung immer sicher ist. Und da kommt CyberGhost VPN ins Spiel. Mit dem VPN von CyberGhost wird nämlich unsere IP-Adresse verborgen und all unsere Daten fließen durch den verschlüsselten VPN-Tunnel. Somit weiß wirklich niemand, was wir online machen, nicht mal CyberGhost selbst. Doch davon abgesehen ermöglicht einem CyberGhost VPN auch Geoblocking zu umgehen. Ob es nun um Websites, YouTube oder Filme und Serien von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus geht, wir stellen einfach den passenden Standort ein und können unsere Inhalte so konsumieren, wie wir es uns gewohnt sind, egal wo wir uns auf der Welt befinden. Da ist es auch kein Wunder, dass CyberGhost weltweit bereits über 38 Millionen Nutzer hat und auf Trustpilot das meistempfohlene VPN ist. Außerdem wird es von Websites wie chip.de, computerbild.de oder pcwelt.de empfohlen. Den VPN-Dienst kann man natürlich auf allen gängigen Plattformen nutzen und ein Account reicht für bis zu 7 Geräte, ob nun die eigenen oder die von Freunden und Familie. Und wenn man doch mal Unterstützung braucht, dann gibt es auch einen deutschen Support, der 24/7 erreichbar ist. Wenn ihr das Ganze ausprobieren möchtet, klickt doch unten in der Videobeschreibung den Link an und somit erhält ihr 84% Rabatt. Damit kommt ihr auf gerade mal 1,94 € im Monat und erhält auch noch 4 Monate gratis dazu. Und mit der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. Der Mechaniker, der die Bremsen ersetzt, hat mir soeben die Bremsscheiben gezeigt und die waren schon ziemlich am Ende. Also gut, dass wir die ersetzen lassen. Ja, die Bremsklötze, die waren noch gut, aber er meinte, gleich alles ersetzen, macht mehr Sinn. Die alten Bremsklötze werden wir mitnehmen als Reserve, man weiß ja nie. Und ja, es ist mal wieder richtig schön, dass die einem wirklich alles zeigen, was kaputt ist, was wir ersetzen wollen. Und ja, ist natürlich schön und wir konnten jetzt auch ein bisschen helfen, denn wie gesagt, dieses Fahrzeug gibt es ja hier gar nicht, also nicht in dieser Spezifikation. Und ja, die Drehmomente sind auch ein wenig anders. Ich bin froh, ich habe in Europa ein Buch gekauft über das Fahrzeug. Da sind alle Drehmomente drin und alle wichtigen Informationen konnten wir gleich aushelfen. Und so ist es eine Win-Win-Situation für beide. Und wir wissen, dass es alles richtig gemacht wird. Der Mechaniker, der die Bremsen ersetzt, hat uns vorhin gefragt, ob wir jemals gemerkt hätten, dass die Bremsleuchte im Cockpit drin geleuchtet hätte. Haben wir nie gesehen. Und er meinte, ja, kein Wunder, denn der Sensor ist einfach kaputt. Das kann von allem Möglichen sein. Er meinte zwar, wenn wir so viel Gravel Road gefahren sind, wird das wahrscheinlich der Grund sein. Er wird das jetzt ersetzen und dann sollte das Problem auch erledigt sein. Ich weiß nicht, es fühlt sich an wie eine große Errungenschaft oder irgendwie was Großes, das wir erreicht haben. Auf jeden Fall, es sieht schon ziemlich anders aus, aber ich würde sagen, das volle Update geben wir euch morgen. Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen, die Zeit drängt, also machen wir das erst und wir reden morgen wieder.
sieht Jimmy nicht geil aus? Also wir finden die Transformation richtig gelungen. Und wenn ihr euch fragt, wieso die Felgen auf einmal schwarz sind, ja, wir haben gestern in einer Nacht- und Nebelaktion die Felgen mit Plastidip noch eingesprüht. Hatten wir schon bei den vorherigen Felgen so gemacht. Hält bombenfest, ist günstig, passt. Ja, zu den Reifen. Es sind All-Terrain-Reifen von BF Goodrich in der Größe 225 75 16 mit dem entsprechenden Lastenindex für unser Fahrzeug. Also sind wir da richtig auf der guten Seite. Platz ist auch überall genug, das haben sie auch getestet beim Montieren. Und das Wichtigste ist, es ist der Baja Champion, das steht hier sogar. Und Baja, das ist da, wo wir eigentlich den Winter verbringen möchten. Und ja, schreibt doch unten in die Kommentare, was ihr davon hält, ob euch das gefällt. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen das jetzt mal testen und nehmen eine Fähre und fahren gleich los. Hi. The reservations? No, How many people are there? 2 of us. That's $100.95. Okay. Thank you so much. Yes, thank you. Bye. Wie sieht's aus? Viele Autos hier. Wann fährt die Fähre? Keine Ahnung. Weißt du es? Ja, kurz vor 4, oder? Okay. Wie lange noch? 2 Stunden. Okay. Auf einmal ging es dann doch recht schnell. Man wird immer zu entspannt, wenn man weiß, dass es länger dauert. Und ja, aber jetzt sind wir auf der Fähre. Ich freue mich. Ja, mal schauen, wie diese Fährfahrt wird. Man hat uns gesagt, dass man eventuell auch Wale sehen kann. Wir sind da mal gespannt. Auf jeden Fall, die Fähre wird etwa 1,5 Stunden, oder? Oder eine Stunde 40 Ja, Stunde 40. dauern. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Natürlich ist es wieder mal laut und windig auf dem Schiff und ja, man sieht Man sieht gar nichts dahin. man sieht eben nicht, wo wir hinfahren, aber man sieht, was die Waldbrände in der Umgebung gerade auslösen. Es ist einfach eine Brühe, es ist Milch, man sieht gar nichts und ja, die Brände sind leider eben nicht nur auf dem Festland, sondern auch auf der Insel. Ich hoffe einfach, dass es noch ein bisschen auftut irgendwann, weil es irgendwie, weiß nicht, ich würde ja schon gerne sehen, wo wir da hinfahren und was wir da erleben.
auf Vancouver Island angekommen. So, jetzt müssen wir noch einen Platz für heute Abend suchen und ja, dann mal schauen, wo wir landen. Also hier auf Vancouver Island sind sicher alle Plätze wunderschön. Ja, sagt man. Wir haben unseren Spot für heute gefunden. Und seht euch das an. Wir stehen direkt an einem See. Und es sieht richtig schön aus. Aber ja, ich glaube für heute war es das. Wir machen uns jetzt einen ruhigen Abend und morgen entdecken wir zusammen Vancouver Island. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want to glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Guten Morgen. Morgen. Schönes Plätzchen hier, nicht? Und das Wasser ist sogar warm. Ja. Es war ein bisschen schade, dass wir gestern duschen waren, sonst würde ich da reinspringen. Ja, die Dusche hätte sonst nichts gebracht. Ja, irgendwie. Naja. Aber es ist auch ein schöner Ort, um an seinen Geburtstag aufzustehen. Ja. Roberto hat heute Geburtstag. Ja, ich hoffe nicht du nochmals. Nee. Dann haben wir schon gefeiert. Ja, aber ich habe kein Geschenk. Dafür gehen wir heute essen. Aber erstmal gibt es lecker Frühstück. Los. Was für einen entspannten Morgen, den wir hatten. Ja, wir haben noch gemütlich gefrühstückt. Jessie hat Spiegeleier gekocht. Alles für meinen Geburtstag. Könnte jeden Tag so sein. Oder? Naja. Vielleicht verdiene ich es auch nicht, wer weiß. Naja, wir verlassen jetzt langsam diesen richtig schönen Ort hier. Für uns geht's weiter. Wir räumen hier noch den Van auf und wir sehen uns am neuen Ort. Wir sind in Campbell River angekommen. Sieht Jimmy nicht geil aus? Ich kann mich nicht satt sehen. Ja, wir laufen jetzt mal zu Waterfront. Waterfront. Und mal sehen, was es da zu sehen gibt. Meinst du eine kleine Yacht für uns? Nee. Da ist ein Schnäppchen, $470. 470.000 $. Wäre doch was. Wenn uns der Van zu klein wird.
Ja, wahnsinnig viel haben wir hier von Campbell River nicht gefunden. Wir waren vor allem hier im Hafen. Und ja, jetzt gerade ist ruhig, es geht gegen den Abend zu, aber hinter mir sieht man, Whale Watching ist hier das Ding. Also Campbell River ist eigentlich Ausgangspunkt für viele Touren, ob jetzt an Wasser oder auch an Land. Und ja, dementsprechend ist der Ort selber klein, aber das touristische Angebot groß. Ich habe richtig Hunger. Ich auch. Und ich würde sagen, damit gehen wir endlich zu dem Punkt über, weswegen wir überhaupt hier sind. Die Stadt war ja eigentlich nicht der Grund, wieso wir hierher gefahren sind. Also sie liegt auf dem Weg, aber es geht jetzt in eine Pizzeria. Die wurde uns wärmstens empfohlen von Freunden, also von Sonja und Yannick, ihr kennt die ja bereits. Ja, und jetzt testen wir die mal, ob die da wirklich Ahnung von Pizza haben, wenn die da solche Empfehlungen aussprechen. Also, wenn ihr Roberto an seinem Geburtstag mit Pizza enttäuscht, Das wäre nicht gut. ich glaube, das verzeiht er euch nicht. Wir sind da. Und das Lächeln ist breit. Sieht schon ziemlich gut aus. Ja. Also los. Ich hab Hunger. Sie haben es uns gerade in den Van gebracht und wir gucken mal. Wow! Wow! Die sieht richtig gut aus. Meinst du, wir werden satt? Ich glaube schon. Wow! Wir sind zwar gerade bei der Straße, aber die Aussicht ist super. Oder? Ja. Und die Pizza sowieso. Wow! Nur leicht übertrieben. Wow! Die ist richtig gut. Geburtstagspizza. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf das Wichtige. Essen die Pizza. Und wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen! Was für ein wunderschöner Ort das hier ist. Ich bin heute früh zum Fish-Up hier vorgegangen und ich glaube, da war vorhin auch gerade einer, der sich jetzt bereit macht, um zu fischen. Und ja, mit der Sonne, es ist einfach traumhaft. Ich schaue gleich mal nach noch, was Roberto gerade so treibt, denn ja, er bleibt morgens gerne ein bisschen länger im Bett liegen. Aber davor möchte ich mich noch einmal bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr über CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen. Und das für nur 1,94 € im Monat mit Geld-Zurück-Garantie. Für mich geht es jetzt zurück zum Van und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe sehr, dass es euch wieder mit uns gefallen hat und ihr nächsten Sonntag dabei seid, wenn wir weiterhin Vancouver Island entdecken. Bis dann! Wir sind Campbell River angekommen. Campbell River?